Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, hier vor Ihnen zu stehen. Sie sehen gerade an diesem Glas, dass ich Tucholskys Ratschlägern einen schlechten Redner sehr wohl gelesen habe. Dort sagt er nämlich, trinke Ihnen etwas vor. Sehen Sie es mir bitte nach, sonst werde ich ein wenig kratzig meins. Bei Tucholsky können wir auch weiterlesen, redet in ganz langen Sätzen, damit Sie dich nicht verstehen. Ich werde hoffen, für Sie, dass ich das heute nicht mache. Ich möchte Ihnen die Frage von der Inklusion, Exklusion und auch der Integration aus einer soziologischen, systemtheoretischen und diskurstheoretischen Perspektive einmal nahebringen. Dazu werde ich, Sie sehen schon bei der kurzen Gliederung, Sie mit einem weiteren Begriff konfrontieren, ohne den wir eigentlich die beiden anderen doch nicht so richtig betrachten können, nämlich den Begriff der sogenannten Integration. Ich werde Sie ein bisschen, das geht für den Soziologen, für den, der es aus der Makroperspektive betrachtet, nicht anders, ich werde Sie ein bisschen durch die Systemtheorie scheuchen müssen, das heißt ein bisschen Parsons, ein bisschen Luhmann und werde dann nachher ein wenig mit Foucault den Diskurs anschließen und dann auch, wenn die Zeit noch reicht, kurz darauf eingehen, welche Probleme, welche Brüche, welche Konfliktlinien wir aktuell in der Gesellschaft haben, die eine Inklusion, ja, ich will nicht sagen verhindern, aber wieder für bestimmte Kategorien von Personen Inklusion schwieriger werden lassen. Wenn wir uns mit der Integration beschäftigen, dann müssen wir mehrere Ebenen unterscheiden. Wir können zuerst mal sagen, Integration heißt Mensch in Teilsystem, Mensch in System. Das kennen Sie von der Geburt an. Sie sind irgendwann mal Zwangsmitglied einer Familie. Sie wurden nicht gefragt, ob Sie wirklich Ihre Eltern haben wollen. Die wurden auch nicht so gefragt, ob Sie so haben wollten. Sie sind sozusagen Zwangsmitglied in der Familie, ebenso wie Sie bis zu einem gewissen Grade ab dem Alter von 6 Jahren Zwangsmitglied im Bildungssystem sind. Mehr oder weniger, ob Sie wollen oder nicht. Diese Form der Integration, die dort stattfindet, bewegt sich auf einer personalen Ebene, bewegt sich auf einer normativen Ebene. Erwerbspersonen in Arbeitsgesellschaft wäre ein weiteres Beispiel. Da müssen wir als zweite Ebene unterscheiden, wenn wir Integration uns angucken, die Frage von Teilsystemen, also Teilsystem in das Gesamtsystem, also zum Beispiel Wirtschaftsbildungspolitiksystem, wir können das Ganze ergänzen, in das Gesellschaftssystem hinein. Oder wir können zum Dritten die Frage stellen, Integration der Teilsysteme in sich, Bildungssystem oder Staat. Ich kann jetzt ein folgendes Beispiel nehmen, das Bildungssystem in Deutschland, Sie wissen das, die Bildungsautonomie der Länder. Wir haben 16 plus 1 verschiedene Bildungssysteme, Bildungsvorstellungen und dieses Bildungssystem soll in irgendeiner Weise integriert werden. Da merken wir, was für Probleme also da konfrontiert ist. Der Begriff der Integration ist in der Soziologie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durch den britischen Journalisten und Soziologen Herbert Spencer aufgebracht worden, im Rahmen seiner ja sehr starken, teilweise noch an den Biologismus nahestehenden Überlegungen. Er sagte, Integration bedeutet, dass ein geordnetes Zusammenführen von Materie stattfindet. Das können wir auf Organismen beziehen, das können wir aber auch auf Gesellschaften beziehen. Dadurch, sagt er, entsteht Strukturbildung. Diese Strukturbildung ist dynamisch, das heißt Veränderungen unterworfen. Wir haben also nach Spencer relativ stabile Austauschbeziehungen in einem begrenzten geografischen Bereich. Daraus resultieren für ihn dann Begrifflichkeiten, die für uns heute relativ eindeutig sind. Er redet von Spezialisierung, er redet von wechselseitigen Abhängigkeiten, von der Entstehung von Arbeitsteiligkeit und für den Systemtheoretiker interessant, er redet auch von Komplexität. Spencer ist damit also einer der ersten gewesen, eigentlich der erste gewesen, der diesen Begriff der Komplexität einmal für die Soziologie und später auch für die Systemtheorie fruchtbar gemacht hat. Andere, wie zum Beispiel Parsons, haben ihn übernommen, ohne aber darauf zu verweisen, dass sie letztlich auf den Schultern von Spencer das Ganze weiterzweigen. Die Integration innerhalb der Teilsysteme beziehungsweise wesentlich noch zwischen den Teilsystemen erfolgte so die Position von Talcott Parsons, der den Strukturfunktionalismus begründet hat, wenn man das so sagen möchte, über sogenannte Austauschmedien. Das heißt, wir haben bestimmte Formen einer systeminternen Kommunikation, die über Austausch erfolgt.
Dieser Austausch sorgt dafür, dass die relevanten Funktionen, die ein System haben muss, um bestehen zu können, will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das ist ein eigener Vortrag, dass die erhalten bleiben und dass damit ein System stabil bleibt, ein System weiter existieren kann. Also auf der Basis ist immer die Frage, wie kann eigentlich ein System weiter existieren innerhalb einer modernen Gesellschaft. Er löst damit in gewisser Weise das Hobbesche Problem, wie eine Gesellschaft möglich ist in einem Zustand radikaler Egoisten. Da sagt Basis eben, okay, das Ganze geschieht darüber, dass die Teilsysteme untereinander in einem stetigen Austausch bleiben. Dazu haben sie bestimmte Austauschmedien. Innerhalb der Wirtschaft hat es Geld, Politik hat Macht, gesellschaftliche Gemeinschaft hat den Einfluss, das kulturelle System hat die Wertebeziehung. Und darüber werden diese Teilsysteme untereinander integriert, dadurch entsteht Systemstabilität. Obwohl wir letztlich uns auch eine Gesellschaft von Egoisten vorstellen könnten, große Klammer auf, die haben wir nicht, denn der Mensch ist aufgrund seiner Stammesgeschichte ein soziales Wesen. Das heißt, er lebt immer schon in Gemeinschaften und nicht als isoliert gedachtes, egoistisches Subjekt. Klammer zu. Warum brauchen wir aber Integration? Warum ist es also notwendig, dass der Mensch, das Subjekt, in ein Teilsystem hineinkommt? Dass die Teilsysteme untereinander funktionieren? Eine Fragestellung, die wir bei Parsons nicht beantwortet finden. Für ihn ist immer nur interessant gewesen, wie schaffen es die verschiedenen Teilsysteme untereinander in Austausch zu bleiben, damit die Systemerfordernisse erfüllt werden, damit die Gesellschaft damit erhalten bleibt. Für Parsons war die Frage, wie integriert sich meinetwegen das Bildungssystem in sich, wie integriert sich das politische System, war für ihn keine Fragestellung. Für ihn war eher die Frage, wie arbeiten Bildungssystem, politisches System oder Bildungssystem und Wirtschaft zusammen, damit die Systemfunktionen erhalten bleiben. Also warum brauchen wir Integration? Da gehen wir jetzt schon ein bisschen in die zweite Systemtheorie-Richtung über, die funktional-strukturelle Systemtheorie, die auf Luhmann aufbaut. Wir müssen davon ausgehen, dass moderne Gesellschaften arbeitsteilig organisiert sind, dass sie funktional differenziert sind, das heißt, wir haben verschiedene getrennte Teilsysteme, kann man jetzt sagen, wirtschaftliches System, politisches System und so weiter, und dass die Systeme in sich immer komplexer werden. Nehmen wir mal das Beispiel Bildungssystem. Mit der Einführung der Bachelorstudiengänge wurde eine ganze Zeit lang unser Bildungssystem ein ganzes Stückchen komplexer. Es gab auf einmal Magisterstudiengänge, Diplomstudiengänge, Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge. Und wenn Sie Pech haben, alle 4 nebeneinander. Das heißt, die Komplexität letztlich hat sich gesteigert. Die soll dann wieder reduziert werden, das ist klar der politische Wille. Im Rahmen des Bologna-Prozesses, des sogenannten einheitlichen Hochschulraums, heißt es, dürfen nur 2 übrig bleiben. Aber zunächst einmal steigert sich die Komplexität. Die Komplexität steigert sich zum Beispiel auch, dass mehr inkludiert werden. Da sind wir schon bei dem Begriff. Also sprich Bildungsexpansion. Das bedeutet, der Segen der Bildung wird für mehr Personen zugänglich und nicht nur für die oberen 10.000. Klammer auf, dass wir immer noch die Herkunftsabhängigkeit des Bildungserfolges haben, ist wieder eine Einschränkung dieser Inklusion. Klammer zu. Also, moderne Gesellschaften sind funktional differenziert. Das bedeutet für die Teilsysteme, die haben ein ganz erhebliches Maß an Eigenkomplexität. Die haben einen Überschuss an Möglichkeiten. Im Wirtschaftssystem können wir uns viele verschiedene Möglichkeiten vorstellen, ich sage mal ganz banal, Geld zu machen, Geld in Umlauf zu bringen. Sehr kreativ kann das sein, wie uns die letzte Weltwirtschaftskrise noch wieder gezeigt hat. Große Klammer auf, hier können wir uns fragen, läuft das wirklich alles oder läuft das wirklich alles nach wirtschaftlich modernen Kriterien? Denn was wir dort haben, wäre nach dem Soziologen Max Weber, das wäre der Paring- und Spekulantenkapitalismus. Das ist nichts, was einer modernen Gesellschaft und einem modernen Wirtschaftssystem typisch ist. Das ist etwas, was sagte Weber, das gab es zu allen Zeiten, das ist nichts, was typisch ist. Von daher ist diese Form zwar eine Komplexitätssteigerung, eine Zunahme an Möglichkeiten, aber sie bedeutet für das Gesamtsystem, dass sie möglicherweise auf eine eigentlich frühere Phase im Teil wieder zurückrutscht. Aber wir haben einen Überschuss an Möglichkeiten. Das heißt auf der einen Seite diese Teilsysteme, das System Wirtschaft, das Teilsystem Politik auch. Können wir uns vorstellen, es gibt jetzt die Piraten, zum Beispiel als eine ernstzunehmende Kraft. Das ist auch jetzt ein neuer Faktor. Dieser neue Faktor steigert die Komplexität des politischen Systems. Ich
welche Auswirkungen das hat, wird sich zeigen. Auch hier entsteht also durch die funktionale Ausdifferenzierung ein zunehmender Überschuss an Möglichkeiten. Jetzt haben wir das Problem, wir haben viele verschiedene Teilsysteme, das Bildungssystem, das politische System, das Wirtschaftssystem, die alle einen wahnsinnigen Überschuss an Möglichkeiten bringen. Die stehen jetzt in sich erstmal vor dem Problem, wie kriegen wir uns gesteuert? Der Wildwuchs kann dazu führen, denken wir an das Bildungssystem, dass irgendwann mal gar nichts mehr geht. Dass Sie vielleicht mal, wenn Sie aus Hessen kommen, in Sachsen Ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken können, weil die Bildungssysteme sich zu weit ausdifferenziert haben. Das heißt, dann bedeutet der Überschuss an Möglichkeiten, das System als solches, das Teilsystem als solches wird gefährdet. Also muss in irgendeiner Weise dieser Überschuss an Möglichkeiten begrenzt werden. Mit Blick auf das Teilsystem Bildung, es muss so weit zurückgefahren werden, dass ich überall meinen Bildungsgang machen könnte. Jetzt kann man das Ganze auf eine Ebene höher setzen und kann sagen, der Überschuss an Möglichkeiten des politischen, des wirtschaftlichen Systems, des Bildungssystems müssen im Zuge einer Integration alle so weit zurückgefahren werden, dass die noch miteinander in Austausch treten können und dass die damit letztlich dazu beitragen, dass das Gesamtsystem Gesellschaft stabiler wird, vielfältiger wird und damit anpassungsfähiger an sich wandelnde Umweltbedingungen. Stichwort gerade zum Beispiel Blick auf die Frage EU, die ja jetzt für die deutsche Gesellschaft eine relevante Umwelt darstellt, mit neuen Anforderungen kommt. Die Frage ist, wie ist jetzt zum Beispiel das System Deutschland anpassungsfähig, immer besser anpassungsfähig möglicherweise an diese sich wandelnden Umweltbedingungen. Nun, dann, wenn die Teilsysteme gut integriert sind, sowohl untereinander als auch innerhalb. Das bedeutet auch, wir haben es hier mit dem Problem einer Steuerung zu tun. Für eine direkte Steuerung der einzelnen Teilsysteme fehlt uns das Wissen. Das ist eine solche immense Aufgabe mit einer solche Komplexitätsreduktion, die man dort vornehmen würde, die würde die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten der Teilsysteme radikal einschränken. Das würde zu nichts führen. Eine bloße Selbststeuerung, hatte ich eben schon angesprochen, kann dazu führen, dass sich die Teilsysteme selber, entweder die Teilsysteme selber gefährden, weil sie das nicht schaffen, ihren Überschuss an Möglichkeiten zu organisieren. Es würde auf jeden Fall aber für die Gesellschaft dazu führen, dass möglicherweise ihre einzelnen Teilsysteme nicht mehr so richtig zusammenarbeiten. Also heißt der Effekt, wir können nur eine Form einer indirekten Steuerung vornehmen, wir können die Rahmenbedingungen für Bildungssysteme, für politische Systeme oder Ähnliches verändern und die Steuerung selbst, die Feinsteuerung erfolgt dann innerhalb der Teilsysteme. Also die Integration bedeutet eine Rücknahme der vielfältigen Möglichkeiten der Teilsysteme, die treten alle so ein bisschen ihre Möglichkeiten ab, damit das Gesamtsystem besser wird, stärker wird, leistungsfähiger wird, anpassungsfähiger an sich wandelnde Umwelten. Das wäre sozusagen eine Notwendigkeit. Ist die Frage, wie hängt das aber mit der zweiten Begrifflichkeit, nämlich der Inklusion und der Exklusion zusammen? Was ich jetzt erstmal hier lesen, wird Ihnen bekannt vorkommen. Wir hatten eben schon Ähnliches gelesen. Nach Luhmann bedeutet Inklusion die Teilhabe der Person an bestimmter Kommunikation. Also, wer inkludiert ist, kann mitreden, darf mitreden. Da ist die Frage erstmal natürlich, wer ist das Ganze begrenzt und was darf der Mensch machen? Ich könnte auch noch anders fragen, wo darf der das machen? Das heißt, in welchem Teilsystem darf der das machen? Das heißt, es geht hier um die Frage der Teilhabe und der Teilnahme an sogenannter funktional relevanter Kommunikation. Also die Frage, welche Zugangschancen, welche Zugangsmöglichkeiten habe ich? Um das richtig zu verstehen oder einzuordnen, muss ich noch an einem anderen Punkt ansetzen. Für die Systemtheorie haben wir es hier nicht, oder anders, als wir es im letzten Vortrag gehört haben, nicht mit Menschen zu tun. Der Mensch interessiert die Systemtheorie nicht, dieser gesamte Mensch in seiner Vielfalt, in seinen Vielfältigkeiten, der interessiert die Systemtheorie nicht. Sondern wir haben es hier mit Personen zu tun.